Willkommen zur Fahrschule Punkt und unserem nächsten Video. Wir befinden uns immer noch bei den Grundfahraufgaben. Es sind ja mehrere Grundfahraufgaben, die du in der fahrpraktischen Prüfung absolvieren musst. Der Prüfer kann sich ein paar aussuchen, aber eine musst du auf jeden Fall machen, das ist die Gefahrenbremsung. Die ist bei jeder praktischen Prüfung mit dabei. Und da kommen noch zwei weitere Grundfahraufgaben, wie das rückwärts längs einparken. Das hatten wir ja hier in diesem Video. Oder rückwärts in der Kopfparklücke einparken. Das hatten wir hier in diesem Video. Das kannst du dir ja nochmal angucken. Dann hatten wir noch das Umkehren und die Gefahrenbremsung in dem Video. Und heute kommen wir zu dem Thema rückwärts um die Ecke fahren. Also die Gefahrenbremsung, die ist obligatorisch, die muss sein in jeder fahrpraktischen Prüfung. Und es kommen noch zwei weitere Grundfahraufgaben hinzu, die der Prüfer sich aussuchen kann, wie zum Beispiel rückwärts längs einparken und umkehren oder rückwärts in der Kopfparklücke einparken und rückwärts am Bordstein entlang fahren, zum Beispiel. Okay, also heute rückwärts um den Bordstein fahren. Ich wünsche dir viel Spaß dabei. Auf geht's! In der Aufgabe geht es darum, mit dem Auto rückwärts rechts am Bordstein entlang zu fahren. Du darfst dich dabei nicht zu weit vom Bordstein entfernen und du darfst auch nicht auf dem Bordstein drauf fahren. Halten Sie bitte nach der Straße neben dem Bordstein und fahren Sie rückwärts am Bordstein entlang. Pass auf, wenn der rechts vor links gilt, dass da keiner von rechts kommt. Blinker an und am rechten Fahrbahnrand stehen bleiben. So, der Blinker bleibt eingeschaltet. Leg den Rückwärtsgang rein. Es gibt Fahrzeugmodelle, bei denen sich der Beifahrerspiegel automatisch senkt, wenn man den Rückwärtsgang einlegt. Falls es nicht der Fall ist, solltest du dir den rechten Außenspiegel so weit absenken, dass du mehr vom Bordstein siehst. So ungefähr. Jetzt vergewissere dich, dass alles frei ist. Vorne und hinten alles absichern. Du rollst jetzt ganz langsam mit schleifender Kupplung zurück. Etwas langsamer als die Schrittgeschwindigkeit. Immer wieder einen Kontrollblick nach hinten machen, ob jemand kommt. Und im Außenspiegel siehst du den Abstand zum Bordstein. Wenn die Kurve nach rechts kommt, dann während der Fahrt langsam nach rechts lenken. Ist es zu viel, dann lenkst du wieder ein bisschen nach links. So steuerst du den Wagen langsam, aber sicher um den Bordstein rum. Sobald du parallel zur Bordsteinkante stehst, musst du die Räder sofort gerade stellen und nur noch ein wenig geradeaus zurückfahren und das war's schon. Es kann vorkommen, dass du dich vom Bordstein um mehr als 1 Meter entfernst. Das ist etwas zu weit. Wenn der Bordstein im Spiegel nicht mehr zu sehen ist, dann bist du zu weit weg. Falls es bei der praktischen Prüfung nicht gleich beim ersten Mal klappt, ist es nicht so schlimm. Du kannst die Aufgabe wiederholen. Fährst du zum Beispiel zu nah an den Bordstein und berührst ihn sogar, dann nicht weiterfahren. Wir dürfen ja nicht auf den Bordstein drauf fahren, das ist verboten. Jetzt musst du den ersten Gang einlegen und wieder nach vorne fahren. Es kommt vor, dass der Prüfer nun sagt, dass du nochmal von vorne beginnen sollst, also kein Thema. Aber spätestens nach dem dritten Korrekturzug sollte das schon passen. Fahr ganz langsam, kein Stress. Behalte den Abstand zum Bordstein immer im Auge. So funktioniert es am besten. So, das war's schon. Ein ganz kurzes Video. Jetzt weißt du, wie es funktioniert, wie man rückwärts um die Ecke fahren muss. Und das können wir jetzt auf unserer Liste hier unten abhaken.
Und jetzt haben wir alle Grundfahraufgaben durch. Und im nächsten Video fangen wir mit den Sonderfahrten an. Ich hoffe, du bist dabei. Bis dann. Tschüss.